Von Kernschmelze im Reaktor bis zu Ölverschmutzungen. Der Mensch war immer der schlimmste Feind. Hier sind die schlimmsten Umweltkatastrophen in der Geschichte, welche von Menschen verursacht wurden. Nummer 8. Deepwater Horizon. Am 20. April 2010 fing die Plattform im Golf von Mexiko Flammen und verursachte den Tod von 11 Arbeitern und weitere wurden verletzt. Dem Bohrunternehmen Transocean gehörte ein Bohrturm und sie verpachteten diesen an den Ölkonzern British Petroleum. 2 Tage nach der Explosion sank die Plattform und das verursachte, dass das Öl leckte und das für 3 Monate. Die US-Regierung berichtete, dass ungefähr 4,2 Millionen Fässer leckten, was zu der Ölpest im Golf von Mexiko führte, der schlimmsten Umweltkatastrophe dieser Art. Abgesehen davon, dass es 70.000 Kilometer des Ozeans einnahm, beeinflusste es auch 2.000 Kilometer der Küste von Florida nach Texas. Der Tourismus und die Fischerei wurden vernichtet und das Desaster endete in dem Verlust von einigen Meereslebewesen, wie Meeresschildkröten, Vögel und Delfine. Die Menschen, die an der Küste lebten, hatten gesundheitliche Probleme wie Angst, Depressionen oder PTSD und viele wurden krank aufgrund von einer Mischung aus Öl und Corexit. Die Gesamtkosten inklusive Geldstrafen, gesetzmäßige Regelungen und Säuberung wird auf 10 Milliarden Dollar geschätzt. Nummer 7. Kuwait Feuer. Gegen Ende des 1991 Zweiten Golfkriegs verspürte Saddam Hussein eine Niederlage und befahl den sich zurückziehenden irakischen Truppen, die kuwaitische Ölquellen in Brand zu setzen. Die Sonne wurde von dem Rauch des Öls verdunkelt. Die Menschen, die sich außerhalb der Stadt befanden, litten an Atembeschwerden. Und ein US-Umweltschützer verglich den Effekt mit dem, wenn man hinter den Auspuffrohren von Hunderten von defekten Diesel-LKWs steht. Das Feuer brannte für ungefähr 7 Monate. Schwarzer Regen, eine Mischung aus Rauchpartikeln und natürlichen Niederschlägen fiel bis zum Himalaya und die Landschaft wurde mit Hunderten von Ölseen von bis zu 10 cm Tiefe bedeckt. Die Vögel dachten, dass die Seen Wasser waren und tauchten somit in dessen Tod. Giftiger Rauch, Asche und Ruß bedeckten den Golf. Vieh und andere Tiere starben, da der ölige Nebel dessen Lungen schwärzte. Der Ruß und das Öl vermischten sich mit Sand und Kies, um eine Schicht zu schaffen, die rund 5% des kuwaitischen Territoriums bedeckte. Im November 1991 wurde das letzte Feuer gelöscht und zu diesem Zeitpunkt überschwappten bereits 1 Milliarde bis 1,5 Milliarden Öltonnen. Die Zahl der Todesopfer lag bei über 100 Menschen, inklusive 92 senegalesische Soldaten, nachdem dessen Transportflugzeug abstürzte. Nummer 6. Tschernobyl Reaktorstilllegung. Die Reaktorstilllegung, die bei den Kernanlagen in Tschernobyl am 26. April 1986 stattfand, wird als die schlimmste Umweltkatastrophe in der Geschichte gesehen. Der Kernreaktor endete in einer Explosion und ein furchteinflößendes Feuer entfachte und setzte 400 Mal mehr Strahlung frei als die Hiroshima-Atombombe. 31 Todesfälle und mehr als 4000 Krebsfälle wurden mit der Verbreitung von radioaktivem Material, welches der Explosion folgte, in Verbindung gesetzt. Radioaktive Kontamination wurde bis zu den britischen Inseln entdeckt. Es wurde geschätzt, dass mindestens 5% des Reaktorkerns in die Atmosphäre freigesetzt wurde. Die Ursache für diesen Vorfall wird geglaubt, eine Mischung aus mangelhaftem, geschultem Personal und fehlerhafter Reaktorkonstruktion gewesen zu sein. Auch heute sind die Strahlungswerte am Standort noch erhöht und die Menge der unter den Trümmern vergrabenen Kernmaterialien ist noch weitgehend unbekannt. Nummer 5. Minamata Krankheit. In den frühen 1950ern begannen die Einwohner einer kleinen Stadt von Minamata im Süden Japans komische Tierverhalten zu bemerken. Fische würden aus unerklärlichen Gründen aufgehen, Vögel stürzten zu Boden und Katzen kam Schaum aus dessen Mund und sie würden ins Meer springen. Es dauerte nicht lange, bis die Menschheit auch komische Verhaltensmuster erlebten, welche später als die Minamata-Krankheit bezeichnet wurde. Menschen würden stolpern, dessen Worte verschlucken und Schwierigkeiten bei den einfachsten täglichen Dingen haben. Im Jahr 1958 wurde der Ursprung dieses komischen Verhaltens endlich entdeckt. Als Teil eines Herstellungsprozesses lud einer der größten Arbeitgeber von Minamata Quecksilber in das Meer ab. Menschen, die Meeresfrüchte und andere Tiere aßen, wurden von den Giftstoffen vergiftet.
Abgesehen von dessen unglaublichen Entdeckung hörte die Firma nicht auf, Quecksilber ins Meer zu laden, und sie machten damit weiter bis 1968. Sie brachten unzählige Tiere und Menschen um, verursachten Lähmungen, Geburtsfehler und andere Krankheiten. Nummer 4. Zyanidüberlauf. Der Zyanidüberlauf passierte in Rumänien im Jahr 2000. Eine Goldminenfirma namens Aurul, ein Gemeinschaftsunternehmen der rumänischen Regierung und eine australische Firma namens Esmeralda Exploration verschifften dessen Abfall zu einem Damm nahe Bozzanta Mare, Maramureş. Das Unternehmen hatte das verbleibende Gold durch einen Prozess namens Gold Cyanidation aus den giftigen Teilen extrahiert und der entstandene Abfall wurde dann zum Damm gebracht. Am 30. Januar 2000 brach der Damm zusammen und sendete 1000 Kilometer kontaminiertes Wasser in den Fluss und auf die umgebenden Felder. Es wurde geschätzt, dass das Wasser ungefähr 90 Tonnen von Zyanid enthielt. Der Dammbruch wurde auf übermäßigen Schneefall zurückgeführt. Der Fluss fließt in den Theiß, den zweitgrößten Fluss in Ungarn, welcher dann in die Donau fließt. Die Zyanidkonzentrationen im Fluss waren 700 Mal höher als die erlaubte Menge. Es kam zu Kontaminationen und die Trinkwasserversorgung von 2,5 Millionen Ungarn wurde verdorben. Der Umwelteffekt war verheerend. Auf der serbischen Seite der Theiß wurden 80% aller Wasserlebewesen getötet. 62 Fischarten waren betroffen, 20 von dessen waren unter Schutz. Die Tierwelt litt unter dem Verzehr kontaminierter Fische. Das große Volumen der Donaugewässer verdünnte schließlich das Zyanid, aber einige Abschnitte zeigten noch Konzentrationen von 20 bis 50 Mal über den maximal erlaubten Grenzen an. Es dauerte mehr als 2 Jahre, bis das Ökosystem Anzeichen einer Erholung zeigte. Nummer 3. Exxon Valdez Ölkatastrophe. Zwischen 260.000 und 750.000 Tonnen, gefüllt mit Öl, liefen im Prince William Sound, Alaska, am 24. März 1989 über. Dieser Vorfall ist einer der schlimmsten von Menschen geschaffenen Umweltkatastrophen. Das Öl bedeckte schnell 2000 Kilometer der Küste und 28.500 Quadratkilometer des Ozeans. Einige Faktoren wurden als Ursache für den Zusammenstoß gesehen, wie eine müde Crew, Probleme mit dem Schiffsradar oder dem Mangel an Überwachungseinrichtungen. Die Öffentlichkeit gab die Schuld dem Kapitän Joseph Hazelwood, der bei den Kontrollen zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes nicht anwesend war, da er immer noch schlief, aufgrund von übermäßigem Alkohol am Vortag. Die Auswirkungen der Ölkatastrophe waren schnell und hielten lange an. Danach nahmen Experten Todesfälle von 22 Orcas, 247 Weißkopfseeadler, 12 Flussotter, 300 Robben, 2800 Seeotter und zwischen 100.000 und 250.000 Seevögel und eine unbekannte Anzahl an Hering und Lachs auf. Jahre später war das Öl immer noch dort zu einer geringen Menge, aber es ist immer noch da und verursacht den Tod von weiteren Tieren. Forscher entdeckten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, welche einen langfristigen Anstieg der Todesraten verursachten. Im März 2014, am 25-jährigen Jubiläum des Desasters, schätzten Wissenschaftler, dass 60.000 bis 80.000 Liter Öl immer noch an den Prince William Sound Stränden und in einem Umkreis von 700 Kilometer verweilen. Teile des Öls zeigten keine Zeichen biologischen Abbaus. Abgesehen von den umfangreichen Säuberungsaufwänden kann der Einfluss der Ölkatastrophe heute noch gesehen werden. Glücklicherweise vermehrten sich die meisten Tierarten wieder und sie weisen heute dieselbe Anzahl an wie vor dem Desaster. Nummer 2. Union Carbide Gasleck. Am 2. Dezember 1984 wurden 30 Tonnen eines hochgiftigen Gases namens Methylisocyanat und weitere Gase nach einem Unfall bei Union Carbide in Bhopal, Indien, freigesetzt. Über 600.000 Menschen, die in der Umgebung lebten, wurden der tödlichen Gaswolke ausgesetzt. Die niedrigen Gase verursachten brennende Augen und Hälse der Opfer, verursachte Übelkeit und brachte viele Menschen um. Die Todesfälle werden auf zwischen 3.000 und 4.000 Menschen gesetzt. 1000 weitere wurden sofort für nachfolgende Erkrankungen wie Blindheit oder Leber- und Nierenversagen behandelt. Experten schätzen, dass ungefähr 20.000 Menschen nach der Katastrophe starben, aufgrund von Krankheiten durch Gasvergiftung. Der Vorfall plagt die Überlebenden heute noch, da die meisten, die dem Gas ausgesetzt waren und später Kinder gebaren, physisch eingeschränkte Kinder zur Welt brachten. Mehr als 3 Jahrzehnte nach dem Unfall befinden sich laut Menschenrechtsgruppen immer noch tausende Tonnen von Abfall im Untergrund.
Die Überlebenden kämpften um die Säuberung der Gegend, aber dessen Bemühungen wurden weniger. Das Bhopal-Desaster wird als das schlimmste industriechemische Desaster in der Geschichte gesehen. Nummer 1. Smog-Katastrophe. Auch bekannt als der Big Smog ist die Smog-Katastrophe als die schlimmste Luftverschmutzungskrise auf dem europäischen Kontinent bekannt. Die Todesopfer wurden auf zwischen 8.000 und 12.000 Menschen geschätzt. 5 Tage lang im Dezember 1952 kam die Stadt London zu einem Stillstand aufgrund von schwerem Nebel kombiniert mit schwefelhaltigem Rauch, der durch Kraftwerke, Kohlebrände und Fahrzeugabgase entstand. Der dichte, giftige Rauch blockierte die Sonne, als diese die Sehenswürdigkeiten wie den Big Ben, London Bridge, St. Paul's Cathedral und andere enthüllte. Der schädliche Nebel war das Ergebnis einer durch ein Hochdruck-Wettersystem verursachten Temperaturinversion. Die kalte Luft am Boden wurde von einer warmen Luftschicht hoch über der Oberfläche eingeschlossen. Dies verhinderte, dass der schwefelhaltige Kohlenrauch aufstieg und schon nach wenigen Stunden war der Nebel bereits gelblich-braun. Die schwefelhaltigen Dämpfe gaben dem auch noch einen faulen Geruch, was bestätigte, dass das nicht ein normaler Londoner Nebel war. Es war tödlich für Kleinkinder, die Älteren und für Menschen mit Atemwegsproblemen. Raucher, von denen es sehr viele zu dieser Zeit gab, waren besonders beeinflusst, da dessen Lungen bereits geschädigt waren. Unzählige Vögel stürzten in Gebäude, nachdem sie die Orientierung im Nebel verloren hatten, und eine unbekannte Anzahl an Tieren erstickten. Der Big Smog verschwand am 9. Dezember, als er in Richtung Nordsee durch einen westlichen Wind wehte. Die Nachfolgen blieben jedoch bis zum Ende des Sommers 1953 bestehen und die Todesrate war immer noch höher als zuvor. Nach einer Untersuchung der betroffenen Regierung über die negativen Auswirkungen der Verbrennung von Industriemüll in städtischen Gebieten veranlasste das Parlament das Luftreinhaltegesetz von 1956.